Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute probieren wir das Schwarzbier, was ich vor einigen Wochen gebraut habe. Das Schwarzbier hat jetzt 2 Wochen warm gereift, die Nachgärung, wo die Kohlensäure erzeugt wird, und war dann nochmal 2 Wochen draußen, wo die letzten kalten Wochen des Jahres jetzt so ziemlich passiert sind. Es war allerdings nicht konsistent kalt, und als ich dann die Flaschen abgefüllt habe, ist mir aufgefallen, dass die Flüssigkeit noch ziemlich trüb war. Es hat sich nicht vernünftig abgesetzt. Deswegen habe ich jetzt nochmal 1 oder 2 Wochen gewartet und ich glaube, jetzt ist das Ergebnis deutlich besser. Ich konnte allerdings jetzt natürlich nicht erkennen, weil die Flüssigkeit so schwarz ist, ob es wirklich klar ist. Das sehen wir jetzt. Aha, Kohlensäure ist ordentlich. Um wie viel der Restextrakt abgenommen hat, weiß ich jetzt nicht auswendig. Das blende ich einfach hier oben ein. Es sieht so aus, als wäre das Bier noch trüber. Ja, ist es. Es überrascht mich ein bisschen, weil die Hefe, das war ja die Harvest Lager, die hat sich bei dem anderen Bier, bei dem Maisbier, sehr, sehr schnell abgesetzt. Innerhalb von 2 Tagen nach dem Abfüllen war das Ding klar. Also es kann sein, dass hier ein bisschen Chill Haze mit dabei ist, wobei ich das jetzt, also wüsste ich jetzt keinen Grund für bei dem Bier. Oder ich habe halt einfach Pech und in ein paar Wochen sind die anderen Flaschen dann alle in Ordnung. Schaum ist okay. Wenn ich jetzt noch ein bisschen schwungvoller eingeschenkt hätte, müsste das in Ordnung sein. Ich kann ja gleich mal sagen, wie die Kohlensäure so ist. Aber ich sehe es schon blubbern. Das Black Malt, was hier drin ist, die sind ja 4% gewesen. Genau, 4% Black Malt. Das sorgt schon dafür, dass ein bisschen Schaumstabilität vorhanden ist. Ah, ja. Jetzt kommen wir nämlich zu der Sache. Ich habe ja Bramling Cross zum ersten Mal in großen Mengen als Whirlpool-Hopfung verwendet. Und es riecht tatsächlich nach Johannisbeere. Ich bin so froh, dass das funktioniert hat. Es riecht auch ein bisschen nach Hefe. Also ich kann da nicht sagen, das ist jetzt perfekt und es ist super klar. Es wäre schön gewesen, wenn das am Ende ganz klar aus dem Fass gekommen wäre. Vielleicht schaffe ich das beim nächsten Mal. Jedenfalls, es riecht deutlich nach Johannisbeere. Man könnte noch sagen, es ist Brombeere oder Johannisbeere. Das ist jetzt nicht so klar. Aber wenn man sagt, dass dieses Bier nach roten Früchten riecht, ist man spot on. Waldfrüchte oder sowas. Ja. Ja, es hat einen hefigen Nachgeschmack. Also da muss ich noch ein paar Wochen warten, bis das perfekt ist. Der Geschmack ist ganz klein bisschen säuerlich und es passt relativ gut zu dem Johannisbeerigen, aber ich merke jetzt, dass der Geschmack noch weniger ist als der Geruch. Ich habe ja in beiden Fällen 8 Gramm für meine 4,5 Liter genommen, also es sind ungefähr 2 Gramm pro Liter. Und ich habe den Eindruck, dass das den Geruch stärker betont als den Geschmack. Also müsste man jetzt überlegen, ob man die Whirlpool-Hopfung gleich lässt und dafür eben die Hopfung in den letzten 10 Minuten nochmal von 2 Gramm pro Liter auf 3 Gramm pro Liter oder sowas erhöht. Aber ich glaube, das würde das Ganze auch viel zu sehr überhopfen. Es soll ja ein Schwarzbier sein. Der restliche Geschmack, der Malzgeschmack, den man so im Mund hat, der ist, wie ich das jetzt von dieser Mischung kenne. Durch das Münchner Malz ist das ein sehr voller Körper und es hat so ein bisschen nussige Aromen und das Schwarzbier ist einfach nur dann am Ende, also dieses schwarze Malz, super röstig und auf eine ganz milde Art und Weise, weil es ja untergärig ist. Und die Hefe ist ja auch sehr neutral. Also da sind jetzt keine, wie man das von einem Porter jetzt zum Beispiel kennen würde, keine säuerlichen oder dunkelfruchtigen Noten drin. Ja, das ist einfach nur, wie ein Schwarzbier sein soll, schön klar. Ja, mildröstig. Super. Ich würde sagen, wenn ihr ein Bier mit Johannisbeer-Aroma haben wollt, dann auf jeden Fall Bramling Cross ausprobieren. Eben am besten als Whirlpool-Hopfung, wenn ihr das intensiv haben wollt und auch als Geruch. Ansonsten auch später Hopfung. Für so dunkle Biere ist das, wenn das nur im Geschmack ist, auch noch dezenter und passender. Vom Aroma ist es jetzt für ein Schwarzbier doch ein bisschen intensiv, also ein bisschen zu viel. Das würde man für ein traditionelles deutsches Schwarzbier jetzt nicht sagen. Aber wenn man ein British Black Lager haben möchte, ich würde es genauso nochmal machen. Das ist schon echt super. So, ich probiere nochmal, vielleicht kommt ja noch ein Geschmack raus. Ja, es ist relativ deutlich bitter, aber das kann auch immer die Hefebittere noch sein. Also Hefe, wenn die noch lebt und
trüb ist, also in der Flüssigkeit, da macht die immer so einen leicht beißend bitteren Geschmack und der geht dann weg, wenn es sich abgesetzt hat. Ja, wenn ihr das ausprobiert, lasst mich wissen, wie ihr es findet. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt gerne in den Kommentaren und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei The British Pint. Bis dann.